Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir nur den Mund des Drachen, also hier die Unterlippe mit der Zunge. Im letzten Video haben wir gemeinsam den ganzen Drachen gehäkelt, Schritt für Schritt. Und das verlinke ich euch alles unter dem Video. Teilt gerne das Video mit Freunden und Bekannten. Und dann fangen wir jetzt mit der Unterlippe an. Dafür nehmen wir uns den Faden, also jetzt fehlt bei mir bei der grünen hier die Unterlippe, deswegen nehme ich die grüne Farbe natürlich. Wickel den Faden zweimal um meinen zwei Finger. Nehme die Häkelnadel, das ist 3 mm, damit habe ich auch die Drachen gehäkelt. Gehe hier bei der ersten Schlaufe rein, hole den Faden raus, hole den Faden und ziehe einmal durch. Damit haben wir unseren magischen Ring gemacht. Den ziehe ich etwas fester, halte es unten fest und häkel jetzt in den Ring rein. 1, 2 und 3. Das war es auch schon. Jetzt ziehen wir das fest, machen eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und jetzt häkeln wir in jede Masche 2 feste Maschen rein. Also wir verdoppeln das somit. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt haben wir jede Masche verdoppelt. Dann machen wir wieder eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche, also in die erste rein und eine feste Masche. Und jetzt hier in die zweite machen wir 2 feste Maschen. In die nächste wieder nur eine feste Masche. Dann wieder 2 feste Maschen. Eine feste Masche. Und in die letzte wieder 2 feste Maschen. Dann wieder eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Jetzt verdoppeln wir immer die dritte. Also eine feste Masche, eine feste Masche und in die dritte machen wir 2 feste Maschen. Jetzt wieder eine feste Masche und die dritte wieder verdoppeln und das bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe wieder eine Wendeluftmasche, dann drehen wir das Ganze und jetzt das gleiche Spielchen. Jetzt verdoppeln wir die vierte Masche, also hier direkt in die erste rein, eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche, in die dritte eine feste Masche und in die vierte 2 feste Maschen und das gleiche bis zum Ende der Reihe. Wieder am Ende der Reihe eine Wendeluftmasche, drehen und jetzt verdoppeln wir jedes fünfte. Also die ersten 4 nur eine feste Masche und jeweils in die fünfte dann 2 feste Maschen und das auch bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und häkeln jetzt erstmal nur jeweils eine feste Masche in jede Masche. Also keine Verdopplung, keine Zunahme, einfach nur eine feste Masche in jede Masche.
So, und am Ende der Reihe angekommen war es das auch schon. Machen wir hier noch eine Wendeluftmasche. Dann schneide ich hier den Faden wieder großzügig ab, weil ich damit denn das rannähe. Wir ziehen es raus und ziehen fest. Und nachher kommt das so unter dem Drachen hier gleich rangenäht. Und jetzt machen wir noch gemeinsam die Zunge. Die könnt ihr auch in Rot oder in Rosa machen, so wie ihr das möchtet. Ich habe mich jetzt für so ein Dunkelrot entschieden. Und da legen wir uns einmal die Wolle auf die Häkelnadel. Dann ziehen wir einmal durch und ziehen fest. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen. Und hier direkt jetzt in die nächste rein, eine feste Masche. 1, 2, 3 und 4. Und hier in die letzte, wo wir jetzt die 4. gemacht haben, machen wir noch 2 weitere. 1 und 2. Dann häkeln wir hier in Runden weiter. Und hier in das große Loch machen wir jetzt auch noch mal 2 feste Maschen. 1 und 2. Dann wieder in die nächste Masche eine feste Masche. Und in die nächste. Und hier in die letzte machen wir 2 feste Maschen. Dann in die nächste wieder 2 feste Maschen. Dann wieder einzelne. 1, 2, 3, 4. Und hier bei der 4. jetzt noch eine weitere feste Masche. In die nächste 2 feste Maschen. Und in die nächste wieder 2 feste Maschen. Dann wieder einzelne. 1, 2, 3, 4. Und hier machen wir auch noch mal eine. Und sind somit auch schon fertig. Jetzt Faden großzügig abschneiden. Einmal rausziehen. Bevor wir das jetzt rannähen, mache ich hier die kurze Seite erstmal auf die Vernähnadel und vernähe das und schließe das größere Loch damit. Und dann können wir das abschneiden. Einfach hier durch 1, 2 kleine Maschen hier durchgehen. Und den Faden somit vernähen und hier unser Loch ein bisschen kleiner schließen. Und das reicht auch schon. Das bleibt eh unten. Faden abschneiden. Jetzt kommt die lange Seite auf die Vernähnadel. Und das nähen wir jetzt als erstes hier an die Unterlippe ran. Ich fange den hier hinten an und nehme jeweils immer von der Innenseite der Unterlippe immer nur eine Schlaufe. Also ich steche nicht bis nach unten durch. Da würde man das Rot auch sehen. Zwar gehe ich hier durch eine Schlaufe durch und nähe das einmal rundherum in jede Masche, in jede Schlaufe, also in eine Schlaufe immer fest. Und dann ist es nachher auch viel einfacher, einfach die Unterlippe nur noch an den Kopf ranzunähen.
So, ich habe die Zunge jetzt einmal komplett rangenäht. Unten sieht man nichts, weil ich immer von der Innenseite jeweils eine Schlaufe genommen habe und nicht durchgestochen habe. Jetzt können wir unseren Faden hier abschneiden. Und als erstes, bevor wir das gleich rannähen, vernähen wir hier den mittleren Faden, weil ich habe hier von der Seite, also von dem Endfaden, das lange Stück und damit nähe ich das dann gleich hier hinten einmal rundherum an den Kopf ran. Das zeige ich gleich. So, soweit ist jetzt alles vernäht. So sieht es jetzt aus. Jetzt nehmen wir uns hier die lange Seite, tun das auf die Vernähnadel, nehmen uns unseren Drachen und jetzt wird das hier an der Unterseite mit der runden Seite nach vorne hier so dran genäht. Da könnt ihr auch selber entscheiden, wie weit ihr den Mund aufhaben möchtet oder wie fest er dran sein soll. Dementsprechend hier geht ihr an den Seiten etwas lockerer. Also näht die Seiten. Und jetzt fange ich an hier an der Spitze direkt und dann hier hinten einmal komplett einmal lang zu nähen in jede Masche. Ich zeige das nochmal von der Seite, also hier an der Seite und die Spitzen jeweils einmal annähen jetzt. So, und somit sind wir auch mit dem Mund fertig. Sieht gleich anders aus, sieht gleich noch hübscher aus. Mir gefällt das wirklich sehr gut mit dem Mund und der Zunge natürlich. Und jetzt habe ich das ja komplett hier an den Seiten einmal genäht. Und hier an der Seite habe ich auch noch mal so 3 Maschen zusammengenäht, weil dann sah das noch besser aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns die Tage bei einem anderen Video. Folgt mir gerne, um nichts zu verpassen. Und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und alle weiteren Informationen findet ihr in der Infobox unter dem Video. Bis dahin.